Stell dir vor, du sitzt in einem Raumschiff. Dein Schiff fliegt mit halber Lichtgeschwindigkeit durch den leeren Raum. VOR. Dir wird eine Lampe EINGESCHALTET. Der Lichtstrahl fliegt nach VORNE.JETZT. Kommt die einfache FRAGE Doppelpunkt. Wie schnell bewegt sich dieses Licht von dir weg? Dein Gehirn sagt vermutlich Doppelpunkt LICHT JESCH WINDIGKEIT minus halbe LICHT GESCH WINDIGKEIT. Punkt. Also ungefähr halbe LICHT GESCH WINDIGKEIT. Punkt. Das klingt logisch. Punkt. Aber es ist FALSCH.FUR. Dich im Raumschiff bewegt sich das Licht trotzdem mit exakt derselben Geschwindigkeit wie für jemanden, der auf der Erde STEHT. Punkt. Nicht UNGEFEHRHR. Punkt. Nicht fast. Punkt. EXAKT. Punkt 299. 1.792.458 Meter pro Sekunde im VAKUUM. Punkt. Und jetzt kommt der Teil, der unser alltägliches Denken sprengt. Doppelpunkt. Die Lichtgeschwindigkeit ist nicht einfach eine besonders hohe GESCHWINDIGKEIT. Punkt. Sie ist eine Grenze, die in der Struktur von Raum und Zeit selbst STECKT. Punkt. Und genau deshalb hat sie, im tiefsten Sinn, nichts mit Licht zu tun. Punkt. Willkommen bei Feynman ARKLART. Punkt. Hier geht es nicht um Formeln, nicht um Auswendiglernen und nicht darum, Prüfungen zu besten. Punkt. Es geht um echtes Fasten. Punkt. Schritt für Schritt. Ohne unnötigen Fachjargon, aber mit der ganzen Tiefe, die die Physik verdient. Punkt HEUTE klären wir, warum die Lichtgeschwindigkeit für jeden Beobachter gleich BLAIBT. Punkt WARUM sich dafür Raum und Zeit verändern. MUSSAN. Punkt. Und warum Licht eigentlich nur der Bote einer viel größeren kosmischen Regel. IST. Punkt. Lass das kurz sagen. Doppelpunkt Licht bewegt sich nicht. Deshalb mit dieser Geschwindigkeit, weil es sich diese Geschwindigkeit ausgesucht hat. Punkt. Es bewegt sich so schnell, weil die Raumzeit diese Geschwindigkeit ARLAUBT. Punkt. Nehmen wir zuerst ein Beispiel aus dem Alltag. Punkt. Du stehst an einer STRASSA.AEN. Auto fährt mit 60 Kilometern pro Stunde an dir. VORBAI. Punkt. Den Ben fährt ein zweites Auto ebenfalls mit 60 Kilometern pro STUNDE.FUR. Dich bewegen sich beide Autos. Punkt. Aber für die Person im ersten Auto steht das zweite Auto scheinbar still. Punkt. WANN. Das zweite Auto dagegen 80 Kilometer pro Stunde fährt, bewegt es sich aus Sicht des ersten Autos mit 20 Kilometern pro STUNDE.GESCHWINDIGKEITN. Lassen sich addieren und subtrahieren. Punkt. Das funktioniert bei Autos. Punkt. Bei ZUGEN. Punkt. Bei FLUGZEUGEN. Punkt. Und bei fast allem, was du im Alltag beobachtest. Punkt. WANN. Du in einem Zug einen Ball nach vorne wirfst, bewegt sich der Ball für dich vielleicht mit 20 Kilometern pro STUN. DE.FUR. Jemanden am Bahnsteig ist es die Geschwindigkeit des Zuges plus die Geschwindigkeit des Balls. JANZAEN. FACH. Aber dann kommt das Licht. Und plötzlich funktioniert diese Rechnung nicht. MAHR. Du sitzt wieder im Raumschiff. Dein Raumschiff fliegt mit halber LICHTGES CHWINDIGKEIT. Du schaltest deine Taschenlampe nach vorne EIN.NACH. Der klassischen Vorstellung müsste ein Beobachter außerhalb des Schiffes messen. Doppelpunkt LICHTGES CHWINDIGKEIT plus halbe LICHTGES CHWINDIGKEIT. Punkt. Das Licht müsste sich also mit 1,5-facher Lichtgeschwindigkeit bewegen. Punkt. Aber das passiert nicht. Punkt. Der Beobachter außerhalb misst weiterhin die LICHTGES CHWINDIGKEIT. Punkt. Und du im Raumschiff ebenfalls. Punkt. Wie kann das sein? Die Antwort lautet nicht Doppelpunkt, Licht ist eben besonders schnell. Die Antwort lautet Doppelpunkt Raum und Zeit werden von verschiedenen Beobachtern unterschiedlich gemessen. Punkt. Das klingt zunächst nach einem Trickpunkt, ISTS aber nicht. Punkt WANN. Sich dein Raumschiff sehr schnell bewegt, verändern sich die Abstände und Zeitintervalle, die du MISST. Punkt. Eine bewegte Uhr läuft aus Sicht eines anderen Beobachters langsamer. Punkt LANGAN. In Bewegungsrichtung erscheinen VARKURZT. Punkt. Und zwei Ereignisse, die für dich gleichzeitig stattfinden,
stattfinden, müssen für jemand anderen nicht gleichzeitig sein. GANAU. Diese drei Effekte verhindern, dass jemand die Lichtgeschwindigkeit überschreitet. STALL, dir eine sehr einfache Uhr. VOR.2. Spiegel stehen übereinander. ZWISCHAN. Ihnen springt ein Lichtimpuls hin und her. JADER. Weg des Lichtes ist ein Tick. FUR dich, der direkt neben der Uhr sitzt, bewegt sich der Lichtimpuls gerade nach oben und nach unten. Der Weg ist KURZ. JATZT. Bewegt sich diese Uhr an dir. VORBEI.FUR. Dich sieht der Lichtimpuls nicht mehr wie eine gerade Linie aus. WEHRAND. Das Licht nach oben. Läuft, bewegt sich die gesamte Uhr seitlich weiter. Der Lichtimpuls nimmt deshalb einen diagonalen Weg. Sein Weg ist aus deiner Sicht LANGAR. Aber die Lichtgeschwindigkeit bleibt GLAICH.WANN. Das Licht für den längeren Weg nicht schneller werden darf, braucht es mehr ZAIT. Die bewegte Uhr läuft für dich langsamer. FUR. Die Person, die neben der Uhr sitzt, läuft sie völlig normal. Das ist keine optische TAUSCHUNG. Ist keine schlechte UHR.ZAIT selbst wird abhängig von der Bewegung gemäß sein. Beide Beobachter haben recht. Und genau hier beginnt die eigentliche Revolution. Doppelpunkt. Nicht die Lichtgeschwindigkeit passt sich an den Beobachter, an Punkt Raum und Zeit, passen sich so an, dass die Lichtgeschwindigkeit gleich BLAIBT. Hier müssen wir präzise sein. Der Name Lichtgeschwindigkeit ist historisch VARS TANDLICH. Licht bewegt sich im Vakuum mit dieser GASCHWINDIGKEIT. Aber die Zahl selbst gehört nicht ausschließlich zum Licht. Sie beschreibt eine fundamentale Eigenschaft der RAUM. ZAIT. Man könnte sie sich als maximale Geschwindigkeit für Ursache und Wirkung. Forst Ellen.WANN. Du einen Schalter drückst, kann ein Signal nicht beliebig schnell irgendwo entkommen. WANN. Ein Stern explodiert, kann die Information darüber nicht sofort das gesamte Universum erreichen. Jede Wirkung braucht eine Ursache. Und zwischen beiden liegt eine maximale GRANZA. Diese Grenze nennen wir C-Pflicht, ist deshalb so wichtig, weil elektromagnetische Wellen diese Grenze erreichen. Aber auch Gravitationswellen breiten sich im Vakuum mit derselben Geschwindigkeit als Licht. Ist also nicht der Ursprung dieser Regel Licht. Zeigt uns nur, wie die Regel AUSSIEHT .JATZT kommt die nächste FRAGE WANN. Lichtgeschwindigkeit eine Grenze ist, warum können wir dann nicht einfach schneller beschleunigen? Ein Raumschiff hat Masse. AEN, Mensch hat Masse. AEN, Proton hat Masse. Je näher ein massereiches Objekt an die Lichtgeschwindigkeit kommt, desto schwieriger wird weitere BASCHLAUNIGUNG. Du kannst immer mehr Energie HIN, AEN, STACKAN. Aber der zusätzliche Geschwindigkeitsgewinn wird immer kleiner. Es ist, als würdest du einen Hügel hinauflaufen, der kurz vor dem Gipfel immer steiler WIRD. Du kommst NEHAR. Aber du erreichst den Gipfel nicht. FUR ein. Am Objekt mit Masse würde die benötigte Energie beim Erreichen von C unendlich groß werden. Das ist keine technische GRANZA. Nicht einfach ein Problem schlechter Motoren. Das ist eine Grenze der PHYSIK.AEN. Photon dagegen hat keine Ruhemasse. Es muss nicht erst beschleunigt werden, um Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Es existiert im Vakuum bereits auf dieser GRANZA. Nicht weil ist besonders mutig IST.SONDARN, weil für masselose Teilchen diese Geschwindigkeit die natürliche Bewegung durch die Raumzeit EST.VIST.VIALLLAICHT klingt VIALLAICHT. Klingt das alles bisher wie ein GADANKANAXPAREMANT. Aber diese Effekte gehören zu deinem Alltag. Zum Beispiel bei GPS.AEN-Satellit bewegt sich schnell um die ARDA. Seine Uhr befindet sich außerdem in einer anderen Stärke des Gravitationsfeldes als eine Uhr auf der ARDOBARFLACHE. Bei das verändert den Gang der UHR. Die spezielle Relativitätstheorie berücksichtigt die BAWEGUNG. Die allgemeine Relativitätstheorie berücksichtigt die Gravitation.
insgesamt läuft die Satellitenuhr gegenüber einer Uhr auf der Erde netto ungefähr 38 Mikrosekunden pro Tag anders. Punkt. Das klingt winzig. Punkt. Aber GPS arbeitet mit extrem präzisen ZEITMASSUNGAN.SCHON. Kleine Zeitfehler führen zu großen POSITI. ONSFAHLARN.OHNA. Relativistische Korrekturen würde dein Navigationssystem nicht zuverlässig. Ioniren. Du benutzt also Raumzeitphysik, wenn du eine Adresse in dein Smartphone EINGIBST. Nicht. SICHTBAR. Nicht dramatisch. Aber real. JATZT. Eine wichtige UNTERSCHEIDUNG. Du hast vielleicht schon gehört, dass Licht in Glas oder Wasser langsamer ist. Das. STIMMT. Aber dadurch wird die fundamentale Grenze der Raumzeit nicht kleiner. IM-Material wechselwirkt das elektromagnetische Feld mit den Atomen. Das Signal breitet sich dadurch langsamer aus als im VAKUUM. IM-Vakuum. Gilt weiterhin die fundamentale Geschwindigkeit. Sieh da. Das ist ähnlich wie bei einem LAUFAR.AUF, einer freien, glatten Bahn, kann schnell laufen. DURCH, tiefen Sand, kommt langsamer. VORAN. Aber seine maximale Fähigkeit hat sich nicht VARAN, DERT. Das Material beeinflusst die Ausbreitung. Die Raumzeitgrenze bleibt bis dahin. GANAU. Deshalb ist die Formulierung Lichtgeschwindigkeit manchmal IRRAFUHRAND. Sie kann die Geschwindigkeit von Licht in einem Medium meinen. Oder die fundamentale Geschwindigkeit im VAKUUM. Und nur die zweite ist die universelle GRANZE.JATZT. Drehen wir die Frage Punkt, nicht Doppelpunkt VARUM. Ist Licht so schnell? SONDARN VARUM. Besitzt das Universum eine maximale Geschwindigkeit für Information? Die Antwort führt uns zur Struktur der RAUM-Set. EIT. Raum und Zeit sind keine vollkommen getrennten Bühnen, auf denen Dinge passieren. Sie bilden ein gemeinsames GAFUGA. BAVAGUNG. Durch den Raum beeinflusst wie Zeit VARGA, HT.BAVAGUNG. Durch die Zeit steht in einem Zusammenhang mit Bewegung durch den Raum. Die Lichtgeschwindigkeit verbindet beide Bereiche. Sie ist die Umrechnungszahl zwischen Raum und ZEIT. So wie 100 cm 1 Meter sind, verbindet sie räumliche und zeitliche Abstände in der Geometrie der RAUM ZEIT. Das BADEUTET. Doppelpunkt. Die Lichtgeschwindigkeit ist weniger eine Eigenschaft einer Lampe. Sie ist eine Eigenschaft der Bühne, auf der jede Lampe, jedes Raumschiff und jeder Mensch existiert. Licht ist nur der sichtbarste Bewohner dieser Regel. WANN morgen jedes Licht im Universum verschwinden würde die Raumzeit nicht plötzlich ihre Struktur verlieren. Die Grenze für Ursache und Wirkung wäre weiterhin Teil der PHYSIK.VIR, hätten nur keinen elektromagnetischen Boden mehr, mit dem wir sie so leicht messen. KONNTAN. Das ist der entscheidende PARSPE KTIVWE CHSEL.LICHTGES CHWINDIGKEIT bedeutet nicht Doppelpunkt. Licht bewegt sich sehr schnell. Die tiefere Bedeutung lautet Doppelpunkt. Es gibt eine universelle Grenze dafür, wie schnell Informationen und Wirkungen durch die Raumzeit gelangen. KONNAN. Licht erreicht diese GRANZE. Materie mit Masse kann sich ihr NEHARN. Aber kein Beobachter kann sie überschreiten. Und genau deshalb ist der Titel dieses Videos mehr als eine Provokation. Die Lichtgeschwindigkeit hat nicht primär mit Licht zu tun. Sie hat mit Raum, Zeit, Ursache und Wirkung zu tun. Lasst das kurz sagen. Feynman hätte wahrscheinlich nicht GAFRAGT Doppelpunkt. Wie merken wir uns diese Zahl? Er hätte GAFRAGT Doppelpunkt. Was bedeutet diese Zahl wirklich? Und die Antwort IST Doppelpunkt. Sie beschreibt nicht nur, wie schnell sich Licht BAVAGT. Sie beschreibt, wie unser Universum zusammengebaut IST. Schritt für Schritt. Ohne Formeln, ohne unnötigen Fachjargon, aber mit der ganzen Tiefe, die Physik verdient. Abonniere diesen Kanal nicht, weil ich dich darum bitte. Abonniere ihn, weil hier Physik passiert, die sich LOHNT. Bis zum nächsten Mal.